Hallo meine lieben Freunde, heute wieder eine Ausgabe von Michael Klartext. Heute geht es mal um ein anderes Thema, um ein aktuelleres Thema, das aber jeden von uns betrifft. Es geht um unser Bargeld. Die Gegner von Bargeld, die beschwören ja, dass das Bargeld für die verdeckte Terrorfinanzierung verwendet werden kann, Schwarzarbeit erleichtere und Steuerhinterziehung. Deshalb soll Bargeld weg. Ich beziehe mich heute auf den Artikel Bargeldzahlung garantiert Anonymität, eine weit verbreitete Edition von Wolfgang Kaufmann, erschienen in der Preußischen Allgemeinen. Also das ist heute die Grundlage meines Videos. Herr Kaufmann schreibt zudem: Bargeld ist schon lange kein anonymes Zahlungsmittel mehr, das im Guten wie im Bösen Freiheit garantiert. Zumindest gilt das für Geldscheine. Jede Euro-Banknote erhält eine individuelle, nur einmal vergebene Seriennummer, welche unter anderem Auskunft über die Druckerei und das Herstellungsdatum gibt. Dazu kommen weitere, teils geheime Merkmale zur Erhöhung der Fälschungssicherheit, aber auch zur Markierung. Das macht Geldscheine noch unverwechselbarer als Fingerabdrücke, bei denen wenigstens die theoretische Möglichkeit besteht, dass zwei Menschen die gleichen Papillarlinien besitzen. Die Identifizierung der Euro-Banknoten erfordert im Normalfall den Einsatz technischer Methoden. Und die kommen tatsächlich auch pausenlos zum Einsatz, weswegen unsere Geldscheine hell leuchtende digitale Datenspuren erzeugen. Wobei das Ganze schon vor dem ersten Zahlungsvorgang beginnt. Wenn die Druckerei die neuen Scheine an die Bundesbank ausliefert, werden die Seriennummern vom Absender wie vom Empfänger gespeichert. Danach wandern die Banknoten in eines der vielen Cash-Center in der Bundesrepublik, welche Geldtransportfirmen wie Prosegur gehören. Dort erfolgt die nächste maschinelle Erfassung und teilweise nochmalige Speicherung der Seriennummern, bevor die Scheine in die Geldautomaten wandern. Und damit ist der erste neuralgische Punkt des Bargeldkreislaufs erreicht, an dem die Anonymität des Bargelds definitiv endet. Denn am Automaten lässt sich der Schein problemlos mit dem Konto verknüpfen, von dem das Geld abgehoben wird. Das bestätigt auch die Polizei, wobei sie noch hinzufügt, dass die Banken im konkreten Einzelfall manchmal schon im Vorfeld die Anweisung erhalten, die Seriennummern von Scheinen aufzuzeichnen, die an bestimmte Personen gehen. Habt ihr das gewusst? Ich nicht. Gleichzeitig existieren noch weitere Möglichkeiten, Bargeld gläsern zu machen. Beim Verdacht auf Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Erpressung, Terrorfinanzierung und ähnliche Delikte nutzen der Zoll und andere Sicherheitsorgane neben den Daten der Geldautomaten auch Informationen aus weiteren Quellen. Dazu zählen Kassensysteme im Einzelhandel und auf Bahnhöfen. Außerdem verfügen moderne Parkschein-, Kaffee-, Zigaretten- und Süßigkeitenautomaten über die Fähigkeit, die Seriennummern der Scheine auszulesen und weiterzumelden, wonach dann eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten in den nationalen oder internationalen Polizeidatenbanken erfolgen kann. Umgekehrt lässt sich eine gezielte Suche nach Seriennummern einleiten, in deren Verlauf jede Verwendung eines konkreten Scheines Alarm auslöst. Über die diesbezüglichen Details hüllen sich die Behörden und Banken allerdings in Schweigen. Geldinstitute wie die Sparkassen und die Commerzbank ignorieren entsprechende Anfragen komplett, während andere Banken schmallippig mitteilen, sie hätten nicht die Absicht, bestehende Sicherheitsvorkehrungen offenzulegen. Dabei läuft das Ganze auf einen datenschutzrechtlichen Albtraum hinaus. Immerhin ermöglicht die Analyse des Bargeldflusses die Erstellung von persönlichen Profilen der Nutzer, die unter anderem Details über hochprivate Gewohnheiten beinhalten.
so wird nicht nur der harmlose Einkauf im Supermarkt für die Staatsorgane nachvollziehbar, sondern auch der Erwerb von Suchtmitteln oder der Besuch anrüchiger Etablissements. Von Ausgaben für politische Zwecke ganz abgesehen. Dennoch ist die Einrichtung einer datenbasierten Überwachungsstruktur auf der Basis von Bargeld vollkommen legal, denn die für alle EU-Mitgliedsländer verbindliche europäische Datenschutzgrundordnung DSGVO vom April 2016 gilt nur für personenbezogene Daten, während die Seriennummern der Geldscheine zu den Sachdaten zählen. Super Trick. Auch wenn sie problemlos einer klar identifizierbaren Person zugeordnet werden können. Offiziell heißt es, dass die Erfassung des umlaufenden Bargeldes noch nicht vollständig und flächendeckend erfolge. Jedoch gibt es starke Bestrebungen, diesen Zustand zu ändern. Dahinter stehen zumeist Lobbyverbände von Unternehmen, die sich vom Verkauf der Technik zum Bargeld-Tracking hohe Gewinne versprechen, sowie Vertreter der Sicherheitsorgane. Ja, so sieht das aus. Ihr seht also, ihr glaubt, Bargeld ist Freiheit. Das gilt für Scheine nicht, wie wir gesehen haben. Alles kann vollzogen werden. Das ist unglaublich, wie man, wenn ich eine Cola trinke, auf dem Flughafen aus dem Automat, dann wissen die, dass ich da bin. Wenn ich Süßigkeiten kaufe in Hamburg auf dem Bahnhof, wissen die, dass ich da bin. Das ist unglaublich. Was ihr dagegen machen könnt, gegen Bargeld, oder wie ihr zumindest einen Teil des Bargeldes umwandeln könnt in sichere Kapitalanlagen, die auch einem Bankencrash widerstehen, habe ich in meinem Buch Der kommende Bankencrash und wie Sie sich davor schützen erläutert. In diesem Buch gibt es sehr viele Alternativen zur heutigen Kapitalanlage, Bargeld oder anderen. Wenn es euch interessiert, der Link ist unten angegeben. Genauso mein anderes Buch, Staatsgeheimnis, NGO-Finanzierung, Milliarden an linke und linksextreme Aktivisten. Hier drin habe ich Listen mit Namen, mit Klarnamen von allen den Organisationen, die euer Steuergeld bekommen. Und ihr könnt es nicht glauben, wer das alles ist. Ihr könnt es nicht glauben. Auch das Buch ist wichtig. Und wenn wir schon dabei sind, ich mache mal den Dennis Scheck, glaube ich, heißt er, vom ZDF. Hier mein ganz neues Buch. Deutschland muss vernichtet werden. Ihr seht es auch im Hintergrund. Sehr, sehr umfangreich. 900 Seiten mit 130 Fotos, die teils so grausam sind, dass ihr es vielleicht nicht ertragen könnt, die Bilder anzugucken. Wir haben uns aber dazu entschieden, die Bilder in dieses Buch reinzubringen, die Fotos, um das Grauen, das den Deutschen widerfahren ist, zu dokumentieren, weil ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Dieses Buch ist ein Andenken an unsere Großväter und an unsere Großmütter, die ihr Leben geopfert haben oder später, wenn sie überlebt haben, Deutschland wieder aufgebaut haben und die heute diskriminiert werden als Massenmörder. Alle Wehrmachtssoldaten waren Massenmörder. Nein, mein Opa war kein Massenmörder. Er war 10 Jahre in Gefangenschaft, hat ein Auge verloren. Er war kein Massenmörder. Mein Opa nicht. Nein. Und egal, was ihr linken Schwurbler sagt, es stimmt nicht. Und meine Oma hat dieses Land wieder mit aufgebaut. Sie war auf der Flucht mit 3 kleinen Kindern. Und genau diese Schicksale erkläre ich in meinem Buch. Und wenn ihr an diesem Gedenken teilhaben wollt, dann erworbt dieses Buch. Vielleicht, ich hoffe es, leben eure Großväter und eure Großmütter noch. Dann könnt ihr ihnen das Buch geben. Sie können es lesen und sagen, ja, genau so ist es mir auch gegangen. Oder sogar vielleicht noch viel schlimmer. Werdet Teil des Gedenkens an unsere Toten. Jetzt sind wir an der Reihe. Jetzt sind unsere Opfer an der Tagesordnung. Millionen sind es, die ich dokumentiert habe. Millionen. Und zwar alle aufgeführt auf einer Massenmordliste
der Alliierten. Es sind Millionen, ihr könnt es nicht glauben. Jede einzelne Quelle in diesem Buch ist verifiziert. Jede einzelne Quelle ist nicht wegklagbar. Wenn ihr teilhaben wollt an diesem Gedenken, kauft dieses Buch. Wie gesagt, ich mache es nicht für mich. Abonniert mich auf Telegram, weil YouTube wird früher oder später meine Videos, meinen Kanal löschen. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich bin auf Telegram jeden Tag. Dort gibt es Audionachrichten von mir und vieles mehr. Folgt mir auf Telegram und abonniert auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de. Alle Links sind unten angegeben. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.